Der iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF kann als Single Factor ETF innerhalb einer eigenen Faktorstrategie dienen. Wofür das Stichwort Qualität aus dem ETF-Titel steht und für wen der ETF geeignet sein könnte und wie ihr ihn in euer Portfolio einbauen könntet, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Vielen Dank an Jan Engelmann, AG, Leon Speth, Fabian Marquardt und Dominik Dörr für eure Unterstützung als Kanalmitglieder. Wenn auch du erfahren möchtest, welche Vorteile Kanalmitglieder besitzen, dann klicke unter dem Video auf den Button Mitglied werden. Der iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF basiert auf dem MSCI World Sector Neutral Quality Index und enthält aktuell ca. 299 Aktien. Die Aktien stammen ausschließlich aus den Industrienationen des MSCI World und besitzen laut Index eine gewisse Qualität. Was heißt denn Qualität und wie kommt man als Indexanbieter auf diese ca. 300 Unternehmen? Die einzelne Aktie muss in ihrem Industriesektor oder in ihrem Sektor einen hohen Qualitätsscore besitzen, der je nach Sektor eine andere Hürde bildet. Die Anzahl der Aktien, die davon in den ETF kommen können, bzw. die Gesamtzahl der Aktien ist dabei begrenzt eben bei ca. 300 Aktien. Die Gewichtung der einzelnen Aktien hängt von dem individuellen Qualitätsscore und der Marktkapitalisierung der Aktie ab. Der Qualitätsscore für ein Unternehmen ist dabei immer dann besonders gut bei hoher Eigenkapitalrendite, einem geringen Verschuldungsgrad und bei geringer Ertragsvariabilität. Dabei wird der Index immer halbjährlich im Mai und November angepasst. Eigenkapitalrendite berechnet sich, indem man den Jahresüberschuss des Unternehmens durch das eingesetzte Kapital dividiert. Hier sollte der jährliche Gewinn bzw. der Überschuss natürlich möglichst hoch sein im Verhältnis zum Eigenkapital. Eigenkapital stammt natürlich auch vor allem von Aktionären. Das Unternehmen sollte im Verhältnis zum Kapital nicht allzu hoch verschuldet sein und die Gewinne sollten also stabil sein. Ein paar Faktoren, die wir gleich auch überprüfen werden. In der Nachhaltigkeit schneidet dieser ETF ganz okay ab. Es gibt hier ein ESG-Ranking auf der Skala von AAA, das ist das Beste, bis CCC, das ist der schlechteste Wert, von A. Die 10 größten Aktien des ETFs machen dabei in etwa 23,5% des Gesamtportfolios des ETFs aus und sind damit stark ausschlaggebend für den Kurs des ETFs. Wenig überraschend für einen ETF auf Basis des MSCI World ist, dass die USA mit fast 66% am größten gewichtet sind. Danach folgt erstaunlicherweise die Schweiz, das Vereinigte Königreich und Japan mit allerdings für sich genommen nur noch sehr geringen Anteilen. Auch hier, obwohl wir hier von keinem Trend- oder Momentum-ETF sprechen, ist die IT bzw. der IT-Sektor mit mehr als 21% Anteil der tonangebende Sektor im ETF vor den Finanzunternehmen und der Gesundheitsversorgung. Schauen wir uns exemplarisch für den ETF die 10 größten Titel einmal ganz kurz etwas genauer an, auch wenn sie den meisten von euch wahrscheinlich bekannt sind. Was direkt auffällt, natürlich, hier sind einige der Top-Aktien des MSCI World direkt sehr prominent vertreten. Allerdings nicht 1:1 in der Reihenfolge ihrer Marktkapitalisierung, denn ansonsten würde Apple hier von der Gewichtung her vor Microsoft stehen und den ETF anführen und Facebook wäre lediglich Vierter. Das liegt daran, dass hier, wie bereits eben erwähnt, nicht nur die Marktkapitalisierung eine Auswirkung auf die Gewichtung hat, sondern eben auch der angesprochene Qualitätsscore, bezogen auf die Gewinne der einzelnen Unternehmen. Und in diesen Kriterien schneidet Facebook zusammen mit der Kapitalisierung besser ab als Apple und Microsoft. Ansonsten sind hier natürlich ausnahmslos bekannte Gesichter in den Top 10 dabei, sodass wir auf die einzelnen Unternehmen, glaube ich, nicht näher eingehen brauchen. Das Umsatzwachstum der Top 10 Aktien ist sehr konstant und sehr gut. Von 19% in 2018 ging es allerdings zuletzt runter, bis auf lediglich 6% im Jahr 2020, was natürlich aber auch unter dem Schatten von Corona stand. Lediglich Roche und Nvidia mussten 2020 einen Umsatzrückgang hinlegen. Besonders positiv sticht Facebook mit starken Umsatzzuwächsen hervor, teilweise von über 50% in der Vergangenheit, was auf diesem Niveau schon bemerkenswert ist. Im EBIT, also dem operativen Gewinn, sehen wir ebenfalls bemerkenswert stabile Zahlen, so wie es die Theorie des Quality Investments als Faktor hinter dem ETF auch anstrebt. Selbst in Corona-Zeiten standen noch im Durchschnitt 7% Wachstum zu Buche, 2018 waren es sogar 23%. Auch hier besticht Facebook durch ein starkes EBIT-Wachstum, wenngleich deutlich stärker schwankend als der Umsatz. Hier erkennt man allerdings auch die unterschiedlichen Sektoren. Während Roche und Johnson & Johnson eher konstant und verhältnismäßig langsam wachsen, legen die Tech-Unternehmen zwischenzeitlich deutlich stärker zu, schwanken dafür allerdings auch im Wachstum extremer.
Da im zuvor erwähnten Qualitätsscore aber auch der Sektor, in dem sich das jeweilige Unternehmen befindet, berücksichtigt wird, können diese Unternehmen trotzdem miteinander verglichen und in diesem ETF gewichtet werden. Die EBIT-Margen sind richtig gut. Selbst 2020 standen hier im gewichteten Durchschnitt 25% EBIT-Marge zu Buche und die Zahl ist seit 2016 bei den Top 10 Aktien sehr konstant. Das kann man durchaus als geringe Ertragsvariabilität bezeichnen. Die besten Margen legen, wie zu erwarten, Facebook und Microsoft hin. Allerdings kann auch hier Roche mit knapp 31% in 2020 mithalten, während beispielsweise die United Health Group über die letzten Jahre die geringste Marge aufweist, aber selbst die ist sehr, sehr konstant. Im Kurs-Gewinn-Verhältnis wird die Stabilität ebenfalls deutlich. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder KGV der Unternehmen pendelt durchgängig zwischen 20 und knapp über 30. 2017 gab es eine Ausnahme, die damit zu tun hat, dass Johnson & Johnson hier ein enorm hohes KGV zu verkraften hatte, was aber auch mit diversen Übernahmen zu tun hatte und das Bild hier etwas verzerrt. Erstaunlich möchte man meinen, dass das KGV bei derartigen Langzeitgiganten im Kurswachstum, wenn man sich zumindest die Tech-Firmen rauskramt, dennoch im Durchschnitt verhältnismäßig niedrig ist bzw. normal ist. Ein Großteil der Unternehmen schüttet auch eine Dividende aus. 2020 hätten wir über die Top 10 im gewichteten Durchschnitt eine Dividendenrendite von 1,24% erhalten. Etwas weniger als in den Jahren 2015 und 2016 beispielsweise. Da der ETF thesaurierend ist, spielt die Dividendenrendite allerdings nur eine nebensächliche Rolle. Beim Blick auf die Kerntreiber von Risiko und Rendite trifft dieser ETF genau sein Ziel. Der Faktor Qualität ist hier klar übergewichtet, genauso wie der Faktor der geringen Volatilität. Ein klein wenig Momentum-Faktor steckt sogar ebenfalls in diesem ETF, wobei der Faktor Small Size, also kleine Unternehmen im Fokus, in diesem ETF klar untergewichtet ist. Hier sind nämlich schon eher die nach Marktkapitalisierung eher größten Unternehmen der Industrienationen weltweit vertreten. Wie wir sehen, trifft der ETF genau das, was er abbilden möchte, nämlich Qualitätsaktien, die per Definition eine hohe Eigenkapitalrendite erzielen und allen voran stabile Gewinne und Umsätze erwirtschaften. Daher erhält der ETF natürlich auch in der Bewertung des Portfolios 5 von 5 Sterne. Folgt auf Instagram dem Kanal Tech-Aktien. Der Kanal versorgt euch mit allen News rund um die Börsen dieser Welt und sorgt mit guten Memes auch immer wieder für gute Laune zwischendurch. Mit einem Fondsvolumen von 1,5 Milliarden Euro liegt der iShares MSCI World Quality Factor ETF sehr deutlich über der 100 Millionen Euro Grenze, ab der ein ETF als relativ rentabel gilt. Der ETF existiert seit Oktober 2014, also bald ca. 7 Jahre, was schon eine der längeren Bestandsdauern in dieser Videoreihe ist. Eine Auflösung des ETFs ist daher sehr unwahrscheinlich. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,3% liegt dieser ETF unter dem Durchschnitt der Gesamtkostenquoten aller ETFs, der bei ca. 0,4 bis 0,5% liegt. So spielt dieser ETF fast in einer Liga, wie beispielsweise verschiedene MSCI World oder All World ETFs, die teilweise sogar bei unter 0,2% Gesamtkostenquote liegen. Allerdings der Xtrackers MSCI World Quality Factor ETF, das Konkurrenzprodukt von unserem iShares ETF hier, bietet sogar 0,25% Gesamtkostenquote an und bildet den gleichen Index ab. Dieser ETF ist thesaurierend, demnach werden Erträge wie Dividenden und Zinsen nicht an den Anleger ausgeschüttet, sondern sie wandern direkt zurück in den ETF und steigern so den Kurs des ETFs. Dieser ETF verfolgt die Strategie einer optimierten physischen Replikation, das heißt, nicht der gesamte Bestand des Index, also nicht alle Aktien des Index, werden 1:1 im ETF nachgebildet. Hierbei weicht der ETF-Kurs daher auch regelmäßig vom Kurs des Index ab. Die durchschnittliche jährliche Abweichung von der Indexentwicklung des ETFs seit 2015 betrug plus 0,08% pro Jahr. Damit war der ETF für den Anleger also günstiger, als es die Gesamtkostenquote suggeriert, weil der ETF besser als der Index gelaufen ist im Durchschnitt. Der Konkurrenz-ETF von Xtrackers kommt hier übrigens nur auf plus 0,02%. Beide ETFs liegen genau genommen auf lange Sicht also ziemlich genau gleich auf, trotz der unterschiedlichen Gesamtkostenquoten. Insgesamt vergeben wir in der Kategorie der Produktkriterien 4,5 von 5 Sterne, eine vollständige physische Replikation bzw. eine leicht bessere Gesamtkostenquote und wir hätten hier auch definitiv 5 Sterne vergeben können. Das ist aber schon Meckern auf sehr hohem Niveau, da Factor-ETFs in der Regel immer ein klein wenig teurer sind. Wir vergleichen heute den iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF mit der Standardanlage, die viele Anleger im Portfolio haben, nämlich mit dem Vanguard FTSE All World ETF, den wir hier auf diesem Kanal bereits analysiert haben, und mit einem normalen MSCI World ETF, dessen Index ja die Basis des Quality Factor ETFs bildet.
Außerdem vergleichen wir ihn mit dem Konkurrenz-ETF auf den gleichen Index mit dem bereits erwähnten Xtrackers MSCI World Quality Factor ETF. Mit dabei ist außerdem der iShares MSCI USA Quality Factor ETF, der auf den gleichen Faktor setzt, aber ausschließlich die USA im Blick hat. Im Vergleich seit Oktober 2016, was der längst mögliche Vergleichszeitraum dieser ETFs ist, da es den USA Factor ETF noch nicht so lange gibt, sehen wir, dass der MSCI USA Quality Factor ETF die beste Rendite hingelegt hat, alle ETFs jedoch sehr ähnlich gelaufen sind und nahezu gleich aufliegen. Schauen wir einmal auf die nackten Zahlen zu diesem Vergleich, so sehen wir, dass der USA Quality Factor ETF auf beinahe 91% Rendite kommt in diesem Zeitraum. Der Quality Factor ETF von Xtrackers kommt auf 82%, während der iShares Quality Factor ETF auf 80% kommt. Das sind immerhin mehr als 2% Unterschied zwischen diesen beiden ETFs auf den gleichen Index. Der normale MSCI World ETF folgt dahinter mit 77,5%, auch relativ deutlich vor dem FTSE All World ETF, der auf knapp 74% kommt. Generell gilt, in dieser Zeit, also in diesem Betrachtungszeitraum, hat die USA überperformt, weswegen ein risikoreicherer USA Factor ETF in diesem Vergleichszeitraum die lukrativste Wahl gewesen wäre. Ob das in Zukunft so bleibt, weiß niemand. Durch die Regression zur Mitte könnte man vermuten, dass sich dieser Faktor mit der Zeit dreht und da birgt ein länderspezifischer Faktor-ETF wie der MSCI USA Quality Factor ETF eben deutlich größere Risiken. Wenn wir nur auf die letzten 12 Monate schauen, dann sehen wir, dass der FTSE All World ETF hier sogar am besten performt hat. Wäre man also vor 12 Monaten hier eingestiegen, dann hätte man bis heute eher einen Nachteil mit einem Quality Factor ETF mit USA-Fokus gehabt, denn dieser ETF schneidet hier mit 28,61% am schlechtesten ab. Der Xtrackers MSCI World Quality Factor ETF und die iShares-Version davon liegen hier in etwa gleich auf. Wenn wir den hinter dem ETF liegenden MSCI World Sector Neutral Quality Index mit dem MSCI World Index über die letzten 15 Jahre vergleichen, also einmal grafisch hier oben dargestellt, dann sehen wir, dass der Quality Factor relativ stetig gewirkt hat und der Quality ETF über die letzten 10 Jahre im Durchschnitt 11,29% pro Jahr erwirtschaftet hat, während der MSCI World auf ca. 10,3% pro Jahr kommt. Im Vergleich seit 1998 wären es 7,6% pro Jahr beim Quality Index gewesen und 6,4% beim MSCI World. Für die Performance vergeben wir insgesamt daher 4 von 5 Sternen. Der Vergleichszeitraum des Index ist sicher lang genug für eine halbwegs valide Aussage und auch der ETF besteht immerhin seit 2015 und hat seitdem eine leicht bessere Performance als der MSCI World hingelegt. Der Quality Faktor ist zudem in diversen wissenschaftlichen Publikationen nachgewiesen, weswegen wir hier auch vor allem die gute Datenlage in der Bewertung einbeziehen. Der Betrachtungszeitraum ist nämlich einer der entscheidenden Faktoren in der Bewertung, der bei verschiedenen, erst seit 1 oder 2 Jahren bestehenden Hype-ETFs viel zu kurz kommt. Bevor ich zur Prognose komme, habe ich eine wichtige Bitte an euch. Ich habe hier keinerlei Affiliate-Links zu irgendwelchen Brokern und auch keine Werbepartnerschaften mit irgendwelchen Unternehmen. Ihr unterstützt mich also einzig und allein damit, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, einen Kommentar schreibt oder den Kanal abonniert. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der hier auch trotz der starken Sommerhitze so einen guten Support leistet. Danke, dass du da bist. Wie wir bereits im ersten Kapitel erfahren haben, stehen bei diesem ETF stabile Erträge, eine geringe Verschuldung und eine gute Eigenkapitalrendite im Fokus. Faktoren, nach denen viele Anleger ohnehin bei einigen Aktien suchen. Im Gegensatz zum Faktor Investing mit dem Faktor Value ist hier jedoch nicht das KGV ausschlaggebend. Beim Value Factor geht es eher darum, im Verhältnis günstig bewertete Aktien überzugewichten. Beim Qualitätsfaktor spielt das KGV hingegen keine direkte Rolle. Natürlich sind in dem ETF einige Aktien enthalten, die ohnehin in jedem MSCI World ETF stark gewichtet sind. Insofern ist es wichtig, den ETF auch richtig zu kombinieren. Im oben verlinkten Video zum Thema Multi-Factor Investing sind wir bereits auf die Kombinationsmöglichkeiten generell eingegangen und generell kann man natürlich den Quality Factor ETF ganz simpel mit einem MSCI World ETF kombinieren, da kann euch keiner daran hindern, um die Qualitätsaktien ganz simpel überzugewichten. Damit wettet man allerdings, sofern man andere Faktoren, wie zum Beispiel auch Emerging Markets, völlig unberücksichtigt lässt, auch gegen gewisse andere Faktoren. In einigen Marktphasen fährt der Anleger mit einem Momentum-Faktor besser, in anderen Phasen liegt Small Size vorne und in wieder anderen Phasen möglicherweise der Quality Factor. Die Kombinationsmöglichkeiten sind also beinahe unendlich und die Gewichtung sowieso. Dennoch sollte sich jeder Anleger bewusst sein, dass das Kombinieren von sogenannten Single-Factor-ETFs auch Nachteile mit sich bringt. Wenn beispielsweise ein Momentum-Factor, Size-Factor und Quality-Factor miteinander kombiniert werden, was sicherlich ein breit gestreutes Portfolio ergibt, dann gibt es sicherlich Aktien, die aus Quality-Perspektive super geeignet sind, jedoch den Small-Size-Factor gleichzeitig verringern,
da ihre Marktkapitalisierung, wie wir ja vorhin auch gesehen haben, im Durchschnitt sehr hoch ist und die Aktie aber auch gegebenenfalls trotz ihrer guten Kennzahlen kein gutes Kurswachstum in den vergangenen Jahren hingelegt hat und somit auch den Momentum-Faktor etwas abschwächt. Beim integrierten Multifactor-Investment, was in der Regel etwas komplizierter bzw. weniger individuell zu gestalten ist mit Einzel-ETFs, besteht dieser Nachteil in geringerem Maße, da bei der Portfoliozusammenstellung darauf geachtet wird, dass sich die Faktoren nicht gegenseitig übermäßig benachteiligen und dass die enthaltenen, in der Regel weniger Aktien, möglichst viele Faktoren gleichzeitig erfüllen. Das heißt für uns, seid euch bewusst, auf welche Faktoren ihr wirklich setzen wollt. Hier mal eine Beispielintegration zur Veranschaulichung, wie sich der Quality Factor ETF zum Beispiel kombinieren ließe. In diesem Portfolio hätten wir den MSCI World Quality Factor ETF am größten gewichtet mit 31% im Portfolio. Den Emerging Markets IMI ETF, der in Schwellenländer und deren Small Cap investiert, Analyse dazu findet ihr oben auf dem i und in der Videobeschreibung, haben wir mit 25% im Portfolio dabei. Da abgesehen von diesem Emerging Markets IMI ETF alle anderen ETFs ausschließlich in Industrienationen hier in diesem Portfolio investieren, kann man dieses hier auch als eine Art 75-25 Portfolio sehen mit Multi-Factor-Ansatz. 18% erhält der iShares MSCI World Momentum Factor ETF, während der Small Cap Factor ETF 15% abstaubt. Außerdem haben wir noch mit 11% den iShares MSCI World Value Factor mit dabei. Was die Marktkapitalisierung angeht, haben wir dann lediglich 7,4% der Aktien mit kleinerer Marktkapitalisierung und 1,3% als Microcaps dabei. Wem das zu wenig ist, der kann natürlich den Small Cap ETF höher gewichten. Insgesamt haben wir hier 5 ETFs im Portfolio zu einer durchschnittlichen Gesamtkostenquote von 0,28%, was noch vertretbar ist meiner Meinung nach. Klar, ein All-World ETF kann ja auch mal bei 0,18% Gesamtkostenquote liegen und wäre dann deutlich günstiger. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis dieses Portfolios läge aktuell bei 17,48 und das Kurs-Buch-Verhältnis bei 2,83, was ebenfalls einigermaßen niedrig ist. Laut Xtra ETF hätten wir hier in den vergangenen 12 Monaten 29,1% Rendite erzielt und eine gegenseitige Abhängigkeit von 0,45, was zugegebenermaßen für mich persönlich noch recht hoch ist, weswegen ich hier über Anleihen als Ergänzung nachdenken würde. Trotzdem ist das historische Risiko als niedrig eingestuft von Xtra ETF. Die USA kämen in diesem Musterbeispiel auf 46% Gewichtung. Asien ist ebenfalls stark vertreten. Die IT- und Finanzbranche führen das Feld ebenfalls an im Portfolio. Aus meiner Sicht empfinde ich die Branchenverteilung hier jedoch als relativ ausgeglichen. Die Top-Aktien wären in diesem Portfolio Apple, Ford, TSMC, Facebook und Tencent. Würde man alternativ den Quality Factor ETF lediglich mit einem All-World ETF kombinieren, hätte man einerseits mehr als 60% seines Portfolios mit Aktien aus den USA ausgestattet und gleichzeitig eine deutlich stärkere Gewichtung der großen Aktien, wie ihr hier in diesem Beispiel sehen könnt. Die Abhängigkeiten des Portfolios werden zudem eben viel größer untereinander, was bei Kursschwankungen eher schlecht ist. Anders gesagt, dieser ETF muss mit Vorsicht und mit einem klaren Plan in das eigene Portfolio integriert werden, weswegen er von uns in der Prognose ein paar Abzüge erhält. Der Quality Factor ist wissenschaftlich nachgewiesen und aktuell existent, allerdings gab es natürlich je nach Zeitraum andere Faktoren, die noch stärker performt haben. Von 1995 bis 2018 waren hier im Schnitt Überrenditen im Quality Factor von 3,1% pro Jahr drinnen. Von 1999 bis 2008 jedoch eine Unterrendite von 0,2%. 2009 bis 2018 sah wieder freundlicher aus. Wir vergeben daher für die Prognose dennoch sehr gute 4 von 5 Sterne. Lediglich für die Komplexität der Einbindung des ETFs, über die man sich eben bewusst sein muss, geben wir recht deutliche Abzüge. Für das Portfolio habe ich aufgrund des sehr konkreten und korrekten Abbildens des Faktor Quality 5 von 5 Sterne vergeben. In den Produktkriterien erhielt der ETF ebenfalls solide 4,5 von 5 Sterne. In der Performance habe ich 4 von 5 Sternen vergeben, da der leichte Performance-Vorteil sowohl im Index als auch im ETF über einen etwas längeren Zeitraum einsehbar ist. Für die Prognose gab es dann abschließend noch erfolgreiche 4 von 5 Sterne. Insgesamt erhalten wir einen Durchschnitt von 4,375 Sternen, den ich aber auf 4 Sterne abrunde. Meine persönliche Meinung zu diesem ETF: Wie bereits im letzten Kapitel dargestellt, ist es nicht einfach, diesen ETF in ein bestehendes Portfolio zu integrieren. Hier braucht es etwas Know-how und Fingerspitzengefühl, um die für sich richtige Balance zu finden, und das Hantieren mit Faktorprämien kann schnell zu einem Ansatz von Market Timing zum Beispiel führen, wenn ein Faktor zum Beispiel längere Zeit underperformt. Die einmal eingeschlagene Strategie durchzuziehen ist gar nicht so einfach.
Dennoch, der ETF befindet sich in meinem Sparplan und auch in meinem Portfolio logischerweise, wenn er auch deutlich geringer gewichtet ist als in dem Fallbeispiel von vorhin. Schaut euch in jedem Fall auch den Konkurrenten von Xtrackers an und überlegt, falls ihr darüber nachdenkt, einen Quality Factor ETF zu integrieren, welcher ETF bei eurem Broker für euch am kostengünstigsten ist im Hinblick auf Gebühren. Beide ETFs bilden nämlich den gleichen Index ab. Wie seht ihr den iShares Quality Factor ETF? Habt ihr ihn erfolgreich bereits in euer Portfolio integriert und wenn ja, wie? Schreibt eure Meinung zu diesem ETF gerne in die Kommentare. Die Kanalmitglieder können übrigens abstimmen, welche Aktien- bzw. ETF-Analyse ich in der kommenden Woche machen soll. Um mehr zu erfahren, klickt auf den Button Mitglied werden unter dem Video. Wir sehen uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin bleibt gesund, ein schönes Restwochenende, macht's gut. Dieses Video ist keine Finanz- oder Anlagenberatung. Die Vortragenden und Produzenten können nicht haftbar gemacht werden, wenn ihr mit dem Handel von Wertpapieren Verlust erwirtschaftet. Dieses Video dient einzig und allein der Unterhaltung.